Für heute musste ich jetzt eine Entscheidung treffen. Die zeige ich euch mal hier kurz auf der Karte. Wir haben mehrere Flashfloods gehabt im Death Valley. Das heißt, alles, was hier rot markiert ist, sind normalerweise Strecken zu Ausflugszielen, die man dann auch gerne anfährt und die ich auch eigentlich am liebsten gesehen hätte, weil der nördliche Teil des Parks ist der, in dem ich noch nicht gewesen bin. Aber das seht ihr, durch die Flashfloods, die Straßen sind kaputt, da kommt man im Moment nicht durch, selbst nicht mit dem 4x4. Nur die Grünen sind hier offen und frei. Man kann also auch den Park hier durchqueren. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, dass ich heute etwas anderes mache, wie ich eigentlich schon so ein bisschen mir vorgenommen hatte. Wollte ich nämlich gerne Rhyolite, die Ghost Town, erkunden. Und die liegt hier oben. Und wie ihr seht, das ist alles jetzt wegen der Flashfloods gesperrte Straßenbereiche. Da kommt man überall nicht hin. Das ist eigentlich der Teil, den ich mir hauptsächlich dieses Mal vorgenommen habe. Insofern ein bisschen schade, aber ich komme ja nach Rhyolite. Ja, da drüben geht es weiter Richtung Death Valley. Stonepipe Wells wäre da eine der nächsten Orte, die man dann sich in Death Valley angucken kann. Aber laut aktueller Lage Straße nicht befahrbar. Und wir sind jetzt hier am Tom Kelly Bottle House. Das Holz war hier sehr selten und sehr teuer. Und Flaschen wurden viel hierher transportiert, um Getränke hierher zu bringen. Also hat man dann einfach die Flaschen wiederverwendet und sie wie Steine dann eingemauert. Dieses Bottlehouse ist 1906 gebaut worden von Tom Kelly. Der ist australienstämmiger Goldminer gewesen hier und hat über 50.000 Flaschen hier drin verbaut. Das ganze Haus hat ihn dann $2.500 insgesamt gekostet, bis er es fertig hatte. Das meiste dafür ist dann auf die Teile draufgegangen wie Dach und so weiter, wo er dann also wirklich dann Holz für gebraucht hat. Als er es fertig hatte, hat er sich dafür entschieden, nicht da drin zu leben, sondern es zu verauktionieren, und zwar auf eine ganz besondere Weise. Er hat 400 Tickets verkauft für $5 das Stück. Dabei hat er dann also insgesamt $500 auf diesem Geschäft verloren. Das Haus wurde dann von der Bennett-Familie gewonnen in dieser Auktion, in dieser Lotterie kann man ja eher sagen. Und die lebten dann selber in dem Haus von 1906 bis 1914. Und aus Alaska war jemand heute schon hier. Ach, wisst ihr was? Da komme ich ja auf eine Idee, ne? Ich glaube, ihr seid auf dieselbe Idee gekommen, ne? Suchen wir uns hier mal eine schöne Stelle aus. Da. Da ist doch schön frei hier, ne? Da könnt ihr dann auch wieder das Spiel spielen, wenn ihr das gefunden habt hier, wenn ihr auch hier seid, dass ihr dann auch wieder ein Foto macht mit meinem Sticker im Hintergrund. Ich freue mich über jedes Bild, das ihr mir dann per E-Mail zuschickt. In dieser Geisterstadt, die Zelte und die Holzhütten sind doch überwiegend jetzt dann der Zeit zum Opfer gefallen. Aber was so Steinfundamente hatte, auch da drüben die Schule, da steht noch vieles von. Und hier stehen wir jetzt an der Miners Union Hall. Die lokale Bonanza Miners Union Nummer 235 hatte hier auch eine soziale Funktion. Sie hat also unter anderem auch das Hospital hier betrieben. Für einen Betrag von $2 pro Monat konnte man hier als Miner dann Mitglied sein, hatte dann im Falle eines Falles ein Bett im Hospital. Und hier ist die alte Schule. Ja, hier haben wir mal ein Beispiel, was dann Finanzierung durch Public Bonds dann so machen kann. Also die ursprüngliche Schule ist ein Holzgebäude gewesen. So ist die erste Schule schon 1906 am Ende des Jahres komplett überfüllt gewesen mit über 74 Schülern und einem Lehrer. So, der Bedarf, weil die Stadt immer schneller wuchs aufgrund der Minentätigkeit, kamen viele Arbeiter hierher. Und so wurde dann im September 1907 ein öffentlicher Bond ausgegeben in Höhe von 20.000 US-Dollar.
Das Land wurde gestiftet und aus diesem Geld wurde dann dieses Schulgebäude hier gebaut. Diese Schule konnte dann bereits im Januar 1909 geöffnet werden, aber bereits 2 Jahre später, 1911, ging das hier dann mit der Minentätigkeit bergab, sodass sie also 2 Jahre später dann schon wieder geschlossen worden ist. Der Bond aber, der hier dann ja ursprünglich mal den Bau finanziert hat, 1907, der ging dann über auf die Stadt Batty. Na, und der ist erst im Jahre 1978 komplett zurückgezahlt gewesen. Porter's Brothers Store, hier auf dem Foto, wie es im Jahre 1909 ausgesehen hat. Und da oben seht ihr noch H.D. and L.D. Porter 1906. Ich hatte vorhin dann eine Begegnung der außergewöhnlichen Art. Da kamen dann plötzlich 2 wilde Pferde, die einfach mal die Straße gekreuzt haben. Und es stehen auch mehrere Schilder hier dann in der Gegend. Achtet bitte auf wilde Pferde, wilde Burros, wilde Donkeys, ne, weil die sind hier zum Teil dann einfach verwildert. Nachdem der Boom abgeebbt ist, wurden sie dann einfach in die Wildnis entlassen und ihre Nachkommen leben bis heute hier. Ein bisschen aufpassen müsst ihr hier auch, wie man an diesem Schild sieht. Nicht nur Protect Your Heritage, sondern auch Warning Rattlesnakes. Also das ist hier Rattlesnake Area, ne? Das kann man sich auch vorstellen, wenn man diese Gegend hier anschaut. Also da jetzt irgendwo einfach mal in irgendein Loch reinzugreifen, irgendeinen Stein einfach mal so umzudrehen, schlechte Idee. Ja, da kann man sehen, wie es denn so einem Holzhaus ergeht nach so vielen Jahren. Kann man letztendlich sagen, vom Wind umgepustet worden, ne? Da haben wir die Jungs und Mädels. Das sind keine Zahmtiere, die sind also durchaus wildlebend hier. Aber sie sind natürlich menschengewöhnt, die hier regelmäßig vorbeikommen. Und manch einer hat dann auch Futter dabei. Deswegen sind die hier vorne wohl gerade ganz interessiert, mal näher zu mir ranzukommen, ob ich vielleicht was für sie habe. Tut mir aber leid, ich habe nur leider nichts für euch. Aber es ist schön, euch getroffen zu haben. Ich finde das echt toll. Jetzt kommt die andere Truppe da hinten auch noch ran. Entscheiden sich aber doch dagegen, jetzt ganz dicht zu dem Auto zu kommen. Ach, der Schwatte hier, der scheint noch ein bisschen jünger zu sein. Der ist noch ein bisschen kleiner. Ja, und dieser Waggon hier von der Union Pacific, der steht hier nicht ohne Grund. Denn hier gab es nochmal ein Wiederaufflackern des Goldrausches. Also die ganze Stadt hier ist ursprünglich ja durch die Goldvorkommen in den Bergen ja zu dem geworden, was es ist. Und als es wieder aufflackerte, hat man hier nochmal eine ja, kleine Tankstelle bereitgestellt. Und dafür ist der Tank da oben. Das ist der ursprüngliche Tank. Und das hier sollte dann einfach das kleine Versorgungshäuschen sein, von wo aus man dann diese Tankstelle dann betreiben konnte. Dieses Gebäude ist das ehemalige Train Depot, also ja, Zugdepot. Denn als aufstrebende junge Goldgräberstadt hier ist Rhyolite sehr, sehr schnell mit einem Wahnsinnstempo ans Eisenbahnnetz angeschlossen worden. Hat also 1906 bereits eine erste Eisenbahnlinie Richtung Tonopah und Las Vegas gehabt. Und schon kurze Zeit später ist Rhyolite sogar von 3 verschiedenen Eisenbahngesellschaften geserviced worden, also angefahren worden. Aber so schnell wie der Boom gekommen war, so schnell ist er auch gegangen. 1908, im Juni 1908 ging es bereits los, dass der allmähliche Niedergang von Rhyolite begann, sodass also dann mehr Leute über den Zug Rhyolite verlassen haben, als neu hierher kamen. Und 1935 hat dann Westmoreland das Train Depot hier gekauft und ab 1937 begann er dann es als Rhyolite Ghost Casino zu betreiben für Glücksspiel. Das sieht man auch da oben noch auf dem Schild, da steht noch original Rhyolite Ghost Casino. Und wie hier auf dem Informationsschild so etwas suffisant steht. Im Erdgeschoss wurde also normal gespielt, da war also das eigentliche Casino. Während dann im oberen Stockwerk eine andere Art der Hospitality dann dargeboten wurde. Denn da oben fand dann Arbeit von sogenannten Working Girls statt. Aber auch dieses Leben war als Casino von relativ kurzer Dauer, denn dann begann bereits der Zweite Weltkrieg
Und im Zuge des Zweiten Weltkrieges gab es in den USA sehr ausgeprägte Fuel Rations, also der Verbrauch an Treibstoffen wurde reguliert, sodass dann also solche touristisch abgelegenen Ecken einfach schwer und gar nicht mehr erreichbar wurden und nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnten. In den 60er Jahren ist das Gebäude dann an seine Schwester vererbt worden, die den Erdgeschossbereich dann als Museum und als Giftshop, also als Geschenkeladen dann für Touristen dann betrieben hat. So, jetzt geht's aber zu einer der Hauptangelegenheiten, weshalb ich hier Rhyolite mir gerne anschauen wollte. Ihr seht da drüben noch das dreistöckige Bankgebäude, hier vorne das kleine Bankgebäude und da den Store. Und von da aus, kurz davor, geht hier dieser Weg runter. Und dieser Weg führt auch zu diesem kleinen Gebäude da drüben. Da unten ist jetzt das Grab von Mona Bell. Mona Bell ist hier ermordet worden von ihrem Zuhälter. Ja, und er kam eines Nachts besoffen dann nach Hause, hat sie wohl schwer verprügelt. Sie soll dann zur Selbstverteidigung nach einem Revolver gegriffen haben, von dem er wusste, dass der da ist. Und daraufhin hat er sie dann erschossen und hat danach sich selber noch wohl Verletzungen beigebracht, um das Ganze wie Notwehr aussehen zu lassen. Ah ja, da sehe ich es. Da vorne ist es. Ich habe es gefunden. Das Grab von der Mona Bell, die von ihrem Zuhälter ermordet worden ist. AKA, also also known as Isabella Haskins Mona Bell. Ja, inzwischen weiß man, dass Mona Bells Leichnam eigentlich ihrer Familie überstellt worden ist, dass sie also hier nicht wirklich begraben liegt. Aber wir sind hier in dem Bereich des ehemaligen Friedhofs und hier haben auch viele, viele Leute Andenken dann hinterlassen. Eine Motel 6 Karte, ein Feuerzeug, Dark Noir. Das alles soll an Mona Bell erinnern. Auch die ganzen High Heels, die hier sind, die Ballerinas. Ja, es ist nicht wirklich eine Grabstätte. Und da steht es auch Sadie Haskins, was ihr richtiger Name war, Mona Bells Grabstein von ihrer echten Grabstätte in Ballard, Washington, also im Bundesstaat Washington, nicht in der Stadt Washington. Am 3. Januar 1908 rannte Fred schließlich nachts durch die Straßen und schrie, er hätte Mona erschossen, nachdem Mona ihn angeschossen hätte. In derselben Nacht ist Mona dann wohl auch verstorben. Der örtliche Sheriff hat dann dafür gesorgt, dass Fred Skinner ganz schnell 50 Meilen verlegt wird Richtung Betty, weil er schon befürchtet hatte, was dann auch tatsächlich passierte. Es hat sich hier nämlich ein Mob gebildet, dann ein Lynchmob. Denn obwohl die Mona auch kein Kind von schlechten Eltern gewesen ist, hatte sie doch hier treue Freunde, die gesagt haben, also Fred Skinner hat sie ausgebeutet, Fred Skinner hat sie misshandelt und demzufolge wollten sie ihn noch in derselben Nacht lynchen. Dadurch, dass er in ein benachbartes Gefängnis gebracht worden ist, hat das natürlich nicht stattgefunden, aber er ist zu lebenslangem Gefängnis wegen First-Degree Murder dann auch verurteilt worden. Ihr früherer Ehemann hat dann ihren Leichnam hier abgeholt und überführt, damit er dann in Crown Hill Cemetery in Ballard, Washington dann beerdigt werden kann. Und das ist auch tatsächlich die aktuelle Grabstätte, wo Mona in Wirklichkeit liegt. Als Mrs. Herschel Heisler das Ganze dann als Museum betrieben hat, was sie von ihrem Bruder geerbt hat, hat sie dann hier unten außerhalb der Stadtgrenze sozusagen ein falsches Grab aufgebaut und den Touristen erzählt, dass aufgrund der Profession, aufgrund des Berufes von Mona Bell sie außerhalb der Stadtgrenzen begraben worden sei. Also in Wirklichkeit ist das hier gar keine echte Grabstätte, aber es ist eine Gedenkstätte inzwischen geworden und wie man sieht, wird das auch gerne angenommen, dass also viele Leute hier dann Devotionalien für Mona Bell hinterlassen, für das harte Leben, das die Frauen wohl auch im Goldrausch dieser Tage damals gehabt haben. Und hier im Hintergrund haben wir dann das alte Gefängnis von Rhyolite, das Jail.
Ah, das ist zugeschweißt. Und hier ist das eigentliche Gefängnis. Hat sich auch über die Jahre viel Müll hier drin angesammelt. Ja, und hier lag dann auch der ursprüngliche Red Light District. Quasi in diesem gesamten Bereich. Da oben ist die Adobe Dance Hall von Mona Bell. Ja, in der neu gegründeten Stadt siedelten sich auch schnell aus anderen Städten dann eben ja, die Working Girls dann nieder. Und Häuser, die ihnen dann Beschäftigung anboten, sogenannte Häuser of Ill Repute. Also schlechter Ruf, schlechte Reputation. Und darüber haben sich dann auch viele Einwohner dann beschwert. Many residents complained and eventually the miners' union worked with the Board of Trade for the protection of our wives, our mothers and our sisters. Also um dann die anständigen Frauen zu schützen, wurde dann dafür gesorgt, dass die Etablissements außerhalb der eigentlichen Stadtgrenzen dann angesiedelt wurden in dem Bereich des Red Light Districts. Und die Frauen, die hier lebten und arbeiten, durften sich im oberen Teil der Stadt auch nicht blicken lassen. Also die sollten dort diese Saloons, die Shops und so weiter nicht besuchen. Die sollten es nicht wagen, den anständigen Bürgern quasi außerhalb des Rotlichtdistrikts zu begegnen. Die meisten der hier arbeitenden Frauen wurden als durchaus nett und liebenswert bezeichnet, aber als Opfer des leichten Geldes. Ob das jetzt wirklich leicht verdientes Geld gewesen ist, das mag mal dahingestellt sein. Ich denke, das ist eigentlich anders gewesen. Oh, das ist für euch jetzt sehr, sehr klein. Ich ziehe das mal ran. Aber unsere Burros von eben, die haben sich jetzt hier gerade an den Berghang ran gemacht. Die sind jetzt ja gerade den Berg hoch. Ich hole das mal mit der zweiten Kamera so ein bisschen ran. Es hat hier in Rhyolite auch Gunfights gegeben. Also das kam schon vor, dass man aus dem Saloon dann herausgekommen ist und dass dann plötzlich zu einer Schießerei gekommen ist. Die berühmteste Schießerei hat hier am 15. Dezember 1904 stattgefunden. Da haben sich ungefähr zu Dinnertime 2 Mann im Monaco Saloon gestritten. Beide zogen dann sehr, sehr schnell ihren Revolver und drückten fast gleichzeitig ab. Man sagt der Überlieferung nach, dass ihre Läufe sich gegenseitig sogar fast berührt haben während dieser Schießerei. So dicht waren die beide aneinander. Und so hat dann auch der lokale Arzt sie dann untersucht und hat festgestellt, das waren eigentlich beides gute Jungs. Ja, jetzt waren es gute Jungs mit gutem Zielwasser, denn beide waren gut und tot. Hier steht es nochmal, after being examined by the local doctor, it was noted that they were both good boys. Both good boys had good aim, evidently, alas, they were both good and dead. Es ist schon viel passiert hier in Rhyolite, in der kurzen Zeit, die diese Stadt wirklich einen Boom erlebt hat. Schaut mal, was mir hier gerade begegnet. Damit ihr einen Größenvergleich habt, hier mal mein Finger im Bild. Die Gute kämpft sich hier aber auch ganz schön gegen den Wind. Aber jetzt haben wir da droben noch den Eingang zur Mine. Hinter Mona Bells Grab. Hier haben wir auch Auswaschung. Es könnte schon gut sein, dass es hier vor kurzem gerade erst stark geregnet hat. Man sieht ja auch, dass das Ganze hier relativ grün ist, dafür, dass es Death Valley ist. Danger, unsafe mine. Stay out, stay alive. Da kann man schon sehen, wie das Wasser hier den Berg runterläuft, hier Geröll runterbricht. Wenn wir jetzt einfach mal uns umdrehen und jetzt nochmal Rhyolite in seiner Gesamtheit überblicken können. Ne? Da vorne haben wir Mona Bells Grabstätte, Gedenkstätte. Da ist das Gefängnis. Da hinten sehen wir das Schulgebäude. Das erste Bankgebäude, dann den Shop, dann das zweite Bankgebäude. Da hinten, wahrscheinlich für euch sehr, sehr klein, ist dann die öffentliche Toilette. Das sind übrigens Plumpsklos, aber sehr sauber, sehr ordentlich. Kann man wirklich benutzen, gar kein Thema. Dann haben wir dort hinten die Train Station und hier vorne das Miners Cabin, von dem man nicht genau weiß, was es ist. Und hier der vordere Bereich beim Gefängnis ist eben auch der ehemalige Rotlichtdistrikt. Und jetzt fahren wir noch mal rüber zu der kleinen Kunstinstallation am Ortseingang. Auch dafür ist Rhyolite nämlich sehr bekannt geworden.
Ja, jetzt sind wir bei den Kunstinstallationen angekommen. Da vorne ist der Miner mit dem Pinguin. Das hier ist irgendwie eine Frauenfigur, die den Kopf in den Himmel richtet. Kommt auf den Fotos leider bei den Lichtverhältnissen jetzt ganz schwer rüber, weil ihr seht, was da drüben für ein bescheidenes Wetter rüberkommt. Ich meine, dem Death Valley und der gesamten Region ist es natürlich mehr als gegönnt, dass hier mal ein bisschen Wasser runterkommt. Aber das ist das Wetter, mit dem ich es momentan jetzt eben zu tun habe hier und die Lichtverhältnisse. Das hier ist ein Steinlabyrinth, dem man dann also nachlaufen kann. Und dann gab es eine berühmte Installation der sogenannten Ghosts. Hier haben wir den Ghost am Fahrrad. Das sind Fiberglas-Elemente hier, wenn man da mal dicht ran geht. Die sind also richtig fest. Sind da vorne auch verschraubt, wie ihr sehen könnt. Fiberglas kann man hier auch in der Struktur sehen, dass das hier Fiberglas ist. Fragile, sit gently and no groups please. Naja, also so fragile sieht das gar nicht aus. Es ist doch sehr massiv hier. Da kann man wirklich gut drauf sitzen. Dramatische Bilder mit dramatischem Wolkenhintergrund. Die Venus von Nevada. Der Künstler war seiner Zeit weit voraus. Denn Minecraft kam erst 30 Jahre später. Da drüben haben wir die Ghosts. Und mir ist bitter, bitter kalt allmählich. Kann man auch gut sehen, dass das aus Glasfaser gemacht ist. Hier aber auch wirklich jemand dann den Stuhl mit eingearbeitet hat. Ich schätze mal, dass sich dort, als das Ganze gemacht worden ist, wirklich Menschen da drin aufgehalten haben, die das Ganze so in dieser Position gehalten haben, bis dann der Kleber abgebunden ist. Sieht schon surreal aus in dieser Umgebung, ne? The Last Supper. Das letzte Abendmahl heißt das Ganze als Installation. Jetzt ist mir aber wirklich bitter, 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 bitter kalt. Jetzt langt's mir. Auch mit der Kunst. Ja, und wenn man dann zurückfährt, kommt nach so circa 30 Meilen das Area 51 Alien Center. Da sind wir jetzt. Ja, mitten im Nirgendwo, 90 Meilen nördlich von Las Vegas. Eine eigentlich zu teure Tankstelle. Das Area 51 Alien Center und das Alien Cat House Brothel. Ihr habt richtig gehört, Brothel. Hier ist tatsächlich ein direkt angegliedertes Bordell. Ob das jetzt nur für Aliens ist, das erschließt sich mir jetzt nicht. Es ist wahnsinnig windig. Und wir gucken jetzt aber mal in das Alien Center hinein. Hello, my name is Ed. Ja, hier gibt's alles. Auch hübsche Aliens. Alien Cat House, ja. So heißt der Brothel nebenan. I wouldn't do any hitchhiking around here if I were you. Come closer and let Alien Zoltar give you some more advice. Area 51, Warning, Restricted Area. Wenn man das hier so sieht, kann man sich auch gut vorstellen, dass hier wunderbar die entsprechenden Erprobungsflüge gemacht werden können, weil es ist eine ewige Strecke, wo man hier fährt, ein langgestrecktes Tal, in der einfach nichts ist. Also ideal für so eine Einrichtung. Und offensichtlich habe ich Pech, was das Essen angeht, denn am Sonntag und am Montag hat er zu. Heute ist Montag und das hat tatsächlich hervorragende Kritiken. Das soll eines der besten Diners hier sein. Soll man ganz hervorragend essen können. Auch Aliens brauchen eine Sonnenbrille, ne? Coole Lichtstimmung hier draußen. Allmählich geht die Sonne unter. Ich glaube, das ist der richtige Moment, um das Video für heute zu beenden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will,
ist nicht so schlimm. Aber ich freue mich über jedes eurer Abos und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Und vielleicht kriege ich jetzt hier auch extraterrestrische Follower. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Gold, 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 Gold. Seid ihr sicher? Immerhin steht da ja Alien Cat House Brothel. Vielleicht sind das auch alles nur Aliens da drin. Man weiß es ja nicht, ne?